Hammock Hangout. Abhängen, abschalten, auftanken. Buenas, ihr schönen Menschen, und herzlich willkommen zurück zum Hammock Hangout. Ich hoffe, du bist schön und entspannt ins Wochenende gestartet, hattest eine Woche voller Freude und Leichtigkeit und wirst dir jetzt die Zeit für dich nehmen, die du brauchst. Ich habe heute meinen ersten Gast bzw. meine erste Gästin mit im Hammock Hangout. Sie liegt zwar nicht bei mir in der Hängematte, aber ich freue mich umso mehr, mit ihr zu sprechen. Hallo Caroline, wie geht's dir? Möchtest du ein bisschen was über dich erzählen zum Einstieg? Hallo Madeleine. Ja, sehr gern. Also, mir geht's gut. Ich habe heute schön ausschlafen können und bin deshalb relativ fit. Genau, ich heiße Caroline, bin 27 und genau, zum Einstieg vielleicht zu mir. Ich habe Rehabilitationspsychologie studiert und während dem Studium eine Ausbildung zur Kursleiterin für Waldbaden gemacht und mache aktuell die Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin mit dem Schwerpunkt systemische Therapie und arbeite in einer psychosomatischen Klinik aktuell. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen beim Hammock Hangout. Schön, dass du da bist, und ich denke, wir werden wahrscheinlich im Laufe diesen oder eventuell auch in den folgenden Gesprächen noch so ein bisschen genauer auf das eingehen, was du jetzt auch gerade zu deinem Beruf gesagt hast, weil wahrscheinlich nicht so viele Menschen was damit anfangen können. Aber es spielt jetzt auch für diese Folge erstmal nicht so eine große Rolle, was es im Detail bedeutet. Nur zwischendurch, falls du dich fragst, was macht denn die Caro eigentlich? Und genau, du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Du hast Psychologie, also Rehabilitationspsychologie studiert und bist jetzt gerade in der Ausbildung als Therapeutin, und du hast gerade auch angesprochen mit dem Waldbaden, was du nebenher gemacht hast. Was hat dich dazu inspiriert, dich auch in das Feld der Achtsamkeit und Entspannung abseits deiner Ausbildung zu bewegen? Also ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe ich habe mich im Studium nicht wirklich viel mit dem Thema beschäftigt, bin eher so zufällig darauf gekommen, weil ich die Bachelorarbeit damals über Waldbaden geschrieben habe, und ich bin darauf gekommen, weil ich eine ressourcenorientierte und keine defizitorientierte Bachelorarbeit schreiben wollte. Also sozusagen ein positives Thema und mich nicht so sehr also eher mit psychischer Gesundheit als mit psychischer Krankheit zu beschäftigen. Und da bin ich dann auf das Waldbaden gestoßen und habe dann auch später meine Masterarbeit eher in diese Richtung geschrieben. Das hat mich dann dazu gebracht, mich mehr mit dem Thema, was hält uns psychisch gesund, zu beschäftigen, als damit, was macht uns psychisch krank. Ja, das ist ja auch sehr spannend in deiner Arbeit als Therapeutin. Kommen Menschen zu dir, die wahrscheinlich unter anderem auch sehr gestresst sind, weswegen dann diese Techniken auch in deine Arbeit einfließen können, obwohl sie nicht unbedingt Teil davon sein müssen. Ist das richtig? Ja, auf jeden Fall. Also Entspannung ist einer der wichtigsten Punkte meiner Arbeit, würde ich sagen. Und vielleicht magst du einmal so ein bisschen darüber sprechen, auch während dem Studium oder während dem Psychologiestudium, sage ich jetzt einfach mal, dass ich nicht jedes Mal Rehabilitationspsychologie sage, das ist sehr lang, haben wir ja auch immer wieder Kontakt gehabt, und ich habe da schon mitbekommen, dass es sehr, sehr, sehr stressig ist. Wie ist es denn? Ihr bekommt ja vom Studium aus nicht wirklich gesagt, naja, entspannt euch halt. Also es ist wichtig, dass ihr euch nebenher entspannt. Also du bist dann schon selber hinter dieses Thema auch gekommen und hast gesagt, okay, ich beschäftige mich jetzt damit. Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube, so intensiv habe ich mich nie damit beschäftigt, wie ich eigentlich wirklich dazu gekommen bin. Ich glaube, dadurch, dass ich einfach sehr gestresst war durch das Studium und es sehr anspruchsvoll war und wir einfach, also man kann ja, ich glaube, das ist jetzt nicht nur in meinem Studium so, sondern generell
man kann immer was machen fürs Studium. Also auch wenn man irgendwie sagt, okay, heute Abend unternehme ich was mit Freunden, man könnte ja trotzdem lernen oder trotzdem an irgendeiner Arbeit weiterschreiben oder trotzdem sich auf irgendwelche Vorlesungen vorbereiten. Also ich glaube, der Startpunkt war so ein bisschen sich abzugrenzen, also zu sagen, okay, ich nehme mir heute das und das vor und dann mache ich das, und aber auch nicht mehr, obwohl ich vielleicht mehr machen könnte. Und dadurch kam eben durch diesen Stress, habe ich gemerkt, okay, ich brauche irgendwie einen Ausgleich, und den habe ich mir dann halt gesucht. Also ich weiß auch gar nicht mehr genau, womit das dann angefangen hat, aber einfach so, ja, sich mit Freunden treffen, Sport zu machen. Da wo ich studiert habe, war ich ganz viel spazieren. Ich glaube, das war so meine Entspannung, womit das so ein bisschen angefangen hat und den Stein ins Rollen gebracht hat. Wenn wir da gerade schon dabei sind und du jetzt gesagt hast oder ein paar Dinge aufgezählt hast, die dich entspannen, das ist ja auch so ein bisschen das ganz große Überthema des Podcasts. Was sind denn aktuell Sachen, die dich in die Entspannung bringen? Oder wie praktizierst du Entspannung und Achtsamkeit in deinem Alltag, auch jetzt während noch die Ausbildung läuft und du mit der Arbeit beschäftigt bist, weil das ja auch sehr viel Beschäftigung den Alltag über ist, wo nicht so viel Freizeit überbleibt. Ja, das ist korrekt. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass sich das verändert hat. Eine Sache, die ich jetzt sehr für mich entdeckt habe, ist Sport als Entspannung. Also ich habe lange Zeit auch gedacht, Entspannung muss sein, ich lege mich irgendwie auf den Boden und mache eine zum Beispiel PMR-Übung, also progressive Muskelrelaxation, für die, denen das nicht sagt. Also wo man sich einfach hinlegt und wirklich den Körper entspannt. Aber Entspannung kann sehr verschieden aussehen, und ich habe jetzt für mich festgestellt, dass Sport mir sehr gut tut, einfach weil ich den ganzen Tag viel sitze, viel im Kopf beschäftigt bin, schon auch viel im Körper, aber eher dann so mit Fühlen, also Gefühle wahrnehmen, Gefühle aufnehmen von meinen Patienten und irgendwie verarbeiten und verarbeitet zurückgeben. Also es ist einfach eine sehr kognitive und auch körperliche Arbeit, aber nicht mit Bewegung. Also wir sitzen häufig einfach natürlich nur da und sprechen miteinander, und wir bewegen uns relativ wenig in Therapie. Und da habe ich gemerkt, abends als Ausgleich zu dem den ganzen Tag sitzen und sich wenig bewegen, brauche ich irgendwie manchmal so also ich muss mich richtig körperlich auspowern, um diese Anspannung und alles, was irgendwie sich so festgesetzt hat, über den Tag loszuwerden. Und lange habe ich aber gar nicht verstanden, dass man auch zum Beispiel, was ich jetzt mache, Kraftsport als Entspannung sehen kann und dass es auch sehr gut tun kann und man auch damit sehr runterkommen kann. Also das habe ich definitiv neu entdeckt. Und was ich auch, glaube ich, hauptsächlich durch das Studium oder die Ausbildung jetzt gelernt habe, war auf jeden Fall das Thema Bauchatmung. Ich habe den Eindruck, das ist was viele Menschen jetzt, mit denen ich Kontakt habe, gar nicht mehr können. Also, dass man wirklich lernen muss, wieder in den Bauch zu atmen und nicht mehr nur im Brustkorb zu atmen. Und das ist was mich extrem runterbringt. Also, wenn ich wirklich einfach nur ein paar Mal tief ein- und ausatmen, mich sehr darauf konzentrieren, den Bauch zu atmen, ist was einen sehr schnell, sehr gut runterbringen kann. Natürlich auch in Kombination mit anderen Atemtechniken, die ich mache. Genau. Soll ich da noch näher drauf eingehen? So Atemtechnik? Können wir gerne gleich kurz machen. Ich würde da voll gerne einmal was dazu sagen. Ich hatte, glaube ich, in der zweiten Folge drüber gesprochen, was das Thema Atmung angeht, aber habe das dann rausgecuttet wieder im Nachhinein, weil es war einfach nur so reingejumpt in dieses Thema und hat am Ende irgendwie nicht so wirklich Sinn gemacht. Aber weil du es gerade angesprochen hast mit der Bauchatmung, das ist wirklich krass. Also die meisten Menschen atmen falsch, ohne dass es jetzt vorwurfsvoll klingen soll, aber wie du sagst, sie atmen viel zu flach in den Brustkorb und nicht in den Bauch. Und das Entspannende an dieser Bauchatmung oder der Faktor, der entspannt, ist, dass der Vagusnerv stimuliert wird, und der Vagusnerv ist dafür zuständig, den Körper in den parasympathischen Zustand zu versetzen. Und deswegen ist die Bauchatmung oder generell Atemtechniken auch so effektiv, wenn es so um das Thema Beruhigen oder Entspannen geht. Einfach Genau, nur also als kleiner Side-Fact. das hätte ich jetzt nämlich auch dazu gesagt. Also bei Atemtechniken ist es vor allem wichtig,
dass man länger ausatmet, als man einatmet. Es gibt so zwei ganz wichtige Dinge, eben die Bauchatmung bei der Atemtechnik und länger ausatmen, als man einatmet, weil das den Parasympathikus aktiviert. Also wie du gesagt hast, der Teil im Körper, der für Entspannung zuständig ist. Und durch Atemtechnik kann man eben sehr schnell, sehr gut sich selbst beruhigen und den Körper also wirklich in einen entspannten Zustand bringen. Das ist nämlich auch eine Übung, die ich grundsätzlich allen Patienten eigentlich empfehle. Also die 4:6 Atemtechnik oder 4:7, da gibt es 1000 Variationen von, weil das eine Übung ist, die ich selber super gern mache und die sehr hilfreich ist, und die empfehle ich allen, weil die super einfach anzuwenden ist und meiner Meinung nach, also zumindest nach meiner Erfahrung her, sehr schnell, sehr gut helfen kann. Und oft ist man sich ja einfach auch gar nicht bewusst darüber, dass man, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, falsch atmet, und allein das Bewusstsein zu schaffen und zu sagen, guck mal, du hast hier eine sehr einfache Sache, wenn du dich jetzt hinsetzt und dich 3 Minuten auf deine Atmung konzentrierst und bewusst in den Bauch atmest, dann ist da schon sehr, sehr viel getan, weil es halt eben beruhigend ist. Ja, auf jeden Fall. Eine Sache, die ich sehr spannend fand, die du jetzt gerade gesagt hast, das ist keine Frage aus dem Fragenkatalog gewesen, den ich dir geschickt hatte. Deswegen hoffe ich, dass ich dich damit jetzt nicht überrumpel. Aber das Thema mit Bewegung bzw. in den Körper kommen, weil du es ja selber am Anfang gesagt hattest, dass du den Tag über sehr viel im Kopf bist, sehr viel mit dem Kopf arbeitest und dann abends merkst, dass du körperlichen Ausgleich brauchst oder dass es dir gut tun würde, dich körperlich auszugleichen, um das in Bewegung zu bringen. Da ist meine Frage, vielleicht weißt du das auch gar nicht oder vielleicht ist es was, worüber du schon nachgedacht hast. Warum gibt es so viel Gesprächstherapie, wenn es doch so wichtig ist, ich formuliere die Frage andersrum. Wie kann man das zukünftig, vor allem in der Therapie, wo sehr viel Gesprächstherapie stattfindet, mehr mit der Körperarbeit verbinden? Weil wenn es dir gut tut, dann wird es ja auch anderen Leuten voll gut tun. Gute Frage. Überrumpelt mich nicht, da kann ich auf jeden Fall was dazu sagen. Ich glaube, es kommt sehr auf das Verfahren an, das man praktiziert. Also jetzt zum Beispiel ich als systemische Therapeutin versuche schon auch mehr Bewegungen in Therapie zu integrieren. Es ist aber auch, vor allem, ich bin jetzt einfach auch noch am Anfang der Ausbildung oder noch in der Ausbildung auf jeden Fall, und ich lerne ja auch noch und ich probiere mich noch aus und schaue einfach, was zu mir auch passt und was ich irgendwie gut mit Patienten machen kann. Und es wird auch immer mehr, dass wir uns auch in Therapie bewegen, oder ich war jetzt zum Beispiel auch mit einem Patienten mal draußen unterwegs, also dass wir übers Feld gelaufen sind als Therapiestunde und so eine Skalierung zum Beispiel gemacht haben auf dem Feldweg. Also es wird schon auch mehr, dass ich versuche, das mehr einzubauen. Und ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass ich zumindest aktuell noch keine Körperpsychotherapie-Ausbildung habe. Also es gibt auch einen Unterschied zwischen Körpertherapie und Körperpsychotherapie. Und Körpertherapeuten haben wir ja auch in den Kliniken, in denen ich gearbeitet habe. Also die arbeiten tatsächlich mit dem Körper, mit den Patienten. Also zumindest in stationären Einrichtungen gibt es auf jeden Fall Körpertherapie, und da hat es auch einen sehr hohen Stellenwert. Also wir haben auch einfach Patienten, die durch das Sprechen einfach nicht so den Zugang zu sich finden und zur Therapie finden, und dafür haben wir dann die Körpertherapeutin, die mit denen körpertherapeutisch arbeitet. Und es gibt auch eine extra Ausbildung nochmal zur Körperpsychotherapie, wo man, also was wir auch so ein Einstiegsseminar mal hatten, was ich tatsächlich auch schon ab und zu versucht habe, so mit einzubauen in den Gesprächen. Aber es ist auch nochmal so ein ganz anderes Feld, glaube ich, wo ich noch viel zu wenig darüber weiß, wie man das noch viel besser integrieren kann. Aber zumindest im stationären Setting haben wir eben diesen multiprofessionellen Ansatz, dass ich eben Psychotherapie mache, dann gibt es eine Körpertherapeutin, dann gibt es oder Bewegungstherapeutin, das ist so 2 in 1. Dann haben wir eine Ergotherapeutin, Musiktherapie, das sind sozusagen alles so einzelne Bausteine, die ich ja auch alle gar nicht in meine Arbeit zusammenfassen kann. Also ich finde es schon auch gut, dass es da verschiedene Personen gibt, die also einfach andere Arbeit machen mit Patienten. Also das ist zumindest im Stationären sehr gut. Im Ambulanten ist es natürlich anders, weil da kriegen Patienten von der Krankenkasse Psychotherapie bezahlt. Ich weiß ehrlich gesagt
nicht. Ich glaube, Körpertherapie muss man selbst bezahlen, außerhalb vom Stationären. Bin ich aber jetzt nicht gut informiert, das kann ich jetzt nicht sicher sagen. Aber da fehlt es auf jeden Fall noch an Unterstützung, definitiv. Es ist super spannend. Ich habe auch bei mir selber beispielsweise gemerkt, dass Bewegung an sich sehr, sehr, sehr viel unterstützt in meinen eigenen Prozessen, weil eben nur ein Stück weit im Kopf Sachen gelöst werden können und manche Dinge hängen einfach im Körper und da kann man ja dann auch nicht über den Kopf rankommen, wenn es nicht dort ist, wo man denkt, dass es ist. Ja, wobei man auch sagen muss, also Psychotherapie, klar, viel passiert im Kopf in Therapie, man denkt über Dinge nach, warum die sind, wie sie sind, aber Ziel ist es ja eigentlich schon mit dem Körper und Gefühlen zu arbeiten, aber die Menschen, die zu mir kommen, sind häufig einfach sehr, sehr weit von ihrem Körper und ihren Gefühlen entfernt und dann, wie gesagt, ich habe jetzt noch keine Erfahrung im ambulanten Bereich gehabt, wenn ich Menschen über mehrere Monate und Jahre begleite, um da so Veränderungsprozesse zu sehen. Ich sehe ja meistens nur Veränderungen in zwischen 4 und 8 Wochen und klar, da tut sich was, aber das ist halt, wenn jemand sein Leben lang keinen Zugang zu seinen Gefühlen hatte oder sich irgendwie davon distanziert hat, dahin zu kommen, dauert länger als 4 bis 6 Wochen oder 6 bis 8 Wochen. Ja. Das dauert einfach und deswegen ist, glaube ich, bei mir einfach aktuell noch viel im Kopf und ich hoffe zumindest, wie ich es mir vorstelle, dass es auch im ambulanten Bereich mehr ums Fühlen, mehr um den Körper und das alles geht, weil darum geht es ja in Therapie, dass man an Gefühle rankommt und die gemeinsam aushalten kann und spüren kann. Aber das ist jetzt, die Erfahrung habe ich bisher noch nicht gemacht. Das steht mir noch bevor. Genau, sich wieder mit seinem Körper verbinden und mit seinen Gefühlen zu verbinden. Genau. Und dann, ja. Du hast es jetzt vorhin kurz angesprochen, dass du mit einem Patient oder einer Patientin draußen warst während der Therapiestunde. Das ist eine sehr schöne Überleitung zu meiner Frage. Wie integrierst du verschiedene Entspannungstechniken in deine Arbeit mit Patienten und Patientinnen? Oder ist es eher so, dass du sagst, das ist jetzt ein privater Impuls von mir, den ich dir in dem therapeutischen Umfeld gebe, weil es gibt gar nicht so bewusst, dass, guck mal, so und so hast du jetzt hier 3 Techniken, such dir was aus. Oder baust du das gezielt mit ein und übst es dann auch mit den Patientinnen und Patienten? Also es gibt auf jeden Fall bestimmte Übungen, die, glaube ich, so einfach gang und gäbe sind, die wir einfach auch mitbekommen. Ich kann auch immer gar nicht genau sagen, wer mir das dann erzählt hat. Also das sind, glaube ich, einfach Dinge, die ich im Laufe der Ausbildung mitbekomme, gelehrt bekomme, aufschnappe und das sind dann Dinge, die ich einfach weitergebe an Patienten, sowohl im Einzelkontext, also wenn Patienten irgendwie, keine Ahnung, ich hatte mal eine Patientin, die saß vor mir und hat gesagt, ich habe irgendwie seit ein paar Tagen ständig das Gefühl, ich bin kurz vor einer Panikattacke und dann haben wir gemeinsam natürlich so Entspannungstechniken gemacht. Also in dem Fall war das dann eine Atemübung, weil ich dann weiß, okay, jemand ist irgendwie im Panikmodus, ich muss die Person irgendwie runterbringen oder ich möchte der Person helfen, dass sie sich runterbringt und dann bespreche ich gemeinsam ganz viel, also ganz viel ist sozusagen, also meine Arbeit ist nicht viele Tipps zu geben, sondern meine Arbeit ist sozusagen Patienten zu motivieren, ihre eigenen Dinge zu finden und mein Menschenbild ist, dass die Leute am besten für sich selbst wissen, was gut für sie ist und ich unterstütze sie dabei, da wieder hinzukommen und das wieder rauszufinden, wieder aufzunehmen. Also das ist ressourcenorientiert, weil Menschen haben die Ressourcen, alle in sich, die sind nur einfach nicht zugänglich und ich unterstütze sie dann sozusagen, die Ressourcen wiederzufinden und zu aktivieren. Und da bespreche ich dann ganz viel, was können sie jetzt tun, auch wenn die Stunde zu Ende ist, was tun sie sich heute noch Gutes, all sowas. Und natürlich gebe ich aber auch mal Impulse rein und mit der Person habe ich dann eben zusammen die Atemtechnik gemacht. Also ich habe das kurz erklärt, wie die funktioniert, auf was man achten muss, auch ganz basic, einfach weil Patienten dann in so einem Zustand auch nicht aufnahmefähig sind. Also da können die sich einfach auch nicht viel merken, was ich da jetzt, wenn ich da einen großen Vortrag halte, was jetzt bei Atemtechnik wichtig ist und welche Sachen im Körper angesprochen werden, das
sage ich wirklich einfach alles nur ganz kurz und dann leite ich die an und zähle einfach mit. Also zum Beispiel gerade bei Atemtechnik 4:6, dass ich dann sage, okay, jetzt atmen wir auf 4 Sekunden ein, atmen auf 6 Sekunden aus und ich zähle mit und atme auch sozusagen mit und überlasse dann irgendwann dem Patienten sozusagen für sich selbst weiterzuzählen und sie dürfen die Atemtechnik dann noch ein bisschen für sich weitermachen und wenn ich das Gefühl habe, es ist besser, dann hole ich die sozusagen wieder zurück in den Raum und ich empfehle auch immer, das zu üben. Das ist vielleicht ein sehr banales Beispiel, aber das sage ich immer. Es ist wie wenn Patienten noch nie Fußball gespielt haben und dann möchten sie die Weltmeisterschaft gewinnen. Das funktioniert einfach nicht. Also das ist was man üben muss, dass es abrufbar ist in Situationen, in denen man es braucht. Und genau, also im Einzelkontext mache ich das, aber auch vor allem in Gruppen. Ich habe eine Psychoedukationsgruppe, also sozusagen Wissen über verschiedene Störungsbilder. In dem Fall ist es zum Thema Depression und da gibt es auch eine Stunde oder auch immer wieder lasse ich das auch einfließen, was Patienten machen können und wir üben das auch gemeinsam in den Sitzungen, gehen das mal zusammen durch und dann sage ich denen immer, sie sollen es üben. Ich frage das nicht ab, ob sie es gemacht haben, weil Patienten dann für sich selbst verantwortlich sind, das auch anzuwenden. Aber ich versuche schon sehr viel Einfaches mitzugeben, was man schnell anwenden kann und was irgendwie vielleicht auch ein bisschen Spaß macht. Und hoffe, dass einfach da für jeden immer irgendwas dabei ist. Ja, danke schön. Ich fand es gerade richtig cool, was du gesagt hast mit dem Fußballbeispiel. Also wenn man noch nie Fußball gespielt hat und dann will man auf einmal die Weltmeisterschaft gewinnen, obwohl man das erste Mal gegen den Ball getreten hat. Das ist Genau. ja auch so ein bisschen das Thema von dem Podcast mit Entspannung und Achtsamkeit, weil egal, was man Neues anfängt und selbst wenn man jetzt erst anfängt, sich mit Achtsamkeit oder so auseinanderzusetzen, es ist einfach ein Prozess und es kann ja gar nicht sofort funktionieren, weil ja, wir sind aufgewachsen, wie wir aufgewachsen sind, wir sind erzogen worden, wie wir erzogen worden sind und dann Dinge zu verändern, brauche ich dir ja nicht erzählen. Du kannst sogar noch die Sachen wahrscheinlich im Gehirn erklären, was da passiert, das weiß ich jetzt nicht, aber diese Gewohnheiten einfach und Gewohnheiten zu verändern oder Routinen zu verändern und egal, ob sie gut oder schlecht sind am Ende, ist einfach super, super schwierig und es ist aber halt wie ein Muskel. Je öfter ich diese Atemtechnik trainiere, desto automatischer funktioniert sie irgendwann. Aber das ist ein Weg bis dahin. Es kann nicht sofort klappen. Ja, also definitiv. Wie gesagt, das ist einfach was Zeit braucht, was Übung braucht vor allem. Wenn Patienten dann auch sagen, sie haben irgendwie jetzt die Atemtechnik ausprobiert und es hat nichts gebracht, dann sage ich auch immer ja, weil es bringt halt vielleicht auch beim ersten Mal nichts und auch vielleicht beim zweiten, dritten Mal merkt man jetzt nicht irgendwie eine krasse Veränderung, aber sie müssen es üben und vor allem muss man es üben, zum Beispiel jemand Panikattacken hat, dann kann man nicht in einer Panikattacke anfangen, eine Atemtechnik zu üben, sondern die müssen das üben oder sollten es üben, bevor sie Panikattacken haben, also in Zuständen, wo es ihnen vielleicht ganz gut geht, um eine Routine reinzubekommen und dann sagen sie, in der Panikattacke hat es ihnen nichts gebracht und dann sage ich ja, weil sie es üben müssen, weil sie müssen es üben in Situationen, wo sie es nicht brauchen, um es anwenden zu können, in Situationen, wo sie es brauchen und das geht nicht von heute auf morgen und es braucht einfach Zeit und vor allem, was ich auch gelernt habe, was ich ja auch am Anfang gesagt habe mit dem Sport als Entspannung, dass es sich verändern kann. Also Entspannung verändert sich auch im Leben und es kommen neue Sachen dazu und andere Sachen fallen vielleicht weg, die jetzt gerade nicht mehr so gut passen. Also dass man da vielleicht auch einfach offen ist, sich auszuprobieren und verschiedene Sachen auszuprobieren und schauen, was passt jetzt gerade für mich gut und was passt vielleicht gerade auch einfach nicht mehr. Genau, und es kann ja auch tagesabhängig sein, weil am einen Tag, wie du gesagt hast, hat man übelst Bock auf Sport und am nächsten Tag oder in der nächsten Woche ist es genau die gleiche Situation, aber man fühlt sich viel mehr danach, sich halt hinzusetzen und ein Buch zu lesen, weil man das gerade viel mehr braucht, als rauszugehen und sich auszupowern. Aber das ist ja auch eine Form von sich selber kennenlernen und auf seinen Körper zu hören und da ein bisschen reinzugehen und mich selber zu fragen, was würde mir denn jetzt gerade gut tun? Und nicht, ich muss jetzt Sport machen, dass es mir gut geht, sondern was braucht mein Körper oder was brauche ich auch gerade, um wieder in einen entspannten Modus zu kommen. Ja, ich glaube, das ist auch was, gut, dass du es erwähnst, was ich sehr
verstanden habe in den letzten Jahren meines Lebens, dass ich nicht Dinge mache, dass sie gemacht sind, sondern dass ich sie mache, weil sie mir gut tun. Und wenn ich jetzt heute zwar in meinem Kalender stehen habe, weil ich 2-3 Mal die Woche Sport machen will, heute steht Sport auf dem Programm und ich fühle mich aber einfach überhaupt nicht nach Sport, dass ich dann irgendwie überlege, okay, was könnte mir vielleicht gut tun, wenn ich jetzt keine Lust auf Kraftsport habe, vielleicht habe ich dann Lust auf Yoga, oder wenn ich auch nicht mal Lust habe, Yoga zu machen, dann gehe ich vielleicht eine Runde spazieren oder mache nur einfach eine Atemübung oder ich koche mir was Schönes. Also es muss nicht immer das sein, was man sich vielleicht vorgenommen hat. Also man darf da auch abweichen und darf irgendwie in sich reinhören und schauen, was heute am besten passt. Ja, Und richtig. sollte sich nicht zwingen, irgendwas zu tun. Richtig. Und in Verbindung mit dem Körper bleiben. Und wenn man auch merkt, nee, das tut mir jetzt nicht gut, einfach aufzuhören und das zu machen, was einem gut tut. So sich selber so sehr an die erste Stelle zu stellen und gar nicht egoistisch, sondern sich selber ernst zu nehmen und auch die körperlichen und mentalen Bedürfnisse ernst zu nehmen, die man hat. Ja. Ganz kurz, weil du jetzt auch vorhin so ein bisschen drüber gesprochen hast mit der Entspannung, dass es auch nicht immer bei dir so war. Ich kenne das ja von mir selber auch. Es kommt sehr darauf an, in welchem Umfeld man aufwächst und wie auch der Umgang innerhalb der Kernfamilie oder des engen Umfelds ist in Bezug auf Entspannung oder auch Stress. Was war bei dir so der Auslöser, dass du gesagt hast, ich möchte mich jetzt damit auseinandersetzen? Oder gab es gar keinen Auslöser und es ist einfach der Punkt gewesen, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt irgendwas tun, um dagegen nicht anzukämpfen, aber um dagegen zu wirken? Gute Frage. Ich glaube, spontan fällt mir jetzt kein Auslöser ein, kein direkter. Ich glaube, ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, dass ich einfach wie wild durch mein Leben gerannt bin und Dinge einfach nur gemacht habe, dass sie gemacht sind und dass meine To-Do-Liste kleiner wird und dass ich am Abend das Gefühl habe, ich habe möglichst viel oder alles von dieser Liste abgehakt, und wenn das nicht der Fall war, dann habe ich mich vielleicht auch noch schlecht gefühlt, weil ich nur 15 Sachen von den 20 gemacht habe, jetzt um es mal zu überspitzen. Ähm, und ich habe einfach irgendwie gemerkt, dass ich so nicht leben möchte. Also ich möchte irgendwie mein Leben genießen und ich möchte im Leben Spaß haben und so diese kleinen Dinge genießen, wie, weiß ich nicht, dann ist man mal abends bei Freunden eingeladen und dann hat man einfach einen entspannten Abend. Und ich glaube, früher war das bei mir dann eher so, dass ich da saß und mir dachte, okay, wenn ich nach Hause komme, muss ich noch das und das machen, oder weil ich jetzt hier sitze, habe ich das und das nicht geschafft. Und das war einfach was mir nicht gut getan hat und was mich gestresst hat und traurig gemacht hat. Und ich habe dann gemerkt, andere sind irgendwie viel entspannter im Leben und die sitzen dann hier und freuen sich, dass jemand zu Besuch ist, und dann geht man einfach danach ins Bett und freut sich, dass man einen schönen Abend hatte, und irgendwie wollte ich das auch haben. Und das war, glaube ich, so einfach auch kein bestimmter Auslöser, sondern nach und nach, so dass ich gemerkt habe, okay, wenn du das so machen möchtest, dann musst du irgendwie was verändern. Und das hat sich dann, glaube ich, auch so eingeschlichen. Also ich glaube auch nicht, dass alles so bewusst war, also mir bewusst war, das zu verändern, sondern es ist dann auch irgendwie passiert, dass ich auch gemerkt habe, ich schaffe das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, ich muss mich erholen, ich muss Pause machen, und das dann einfach nach und nach sich verändert hat, würde ich sagen. Gibt es neben dem Sport noch andere Sachen, die beispielsweise was in die kreative Richtung, die dich runterbringen oder die du gerne tust? Ja, gut, dass du fragst. Ich habe mir vorher ja auch Gedanken gemacht und habe gehofft, auch noch meine anderen Sachen, die mir eingefallen sind, Ja, erzählen unbedingt. zu können. Genau, also Sport und Bauchatmung habe ich schon genannt. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, vielleicht zu dem Thema Bewegung. Ich habe auch angefangen, so eine Meditations-App ab und zu abends zu benutzen, wenn ich merke, ich bin irgendwie noch sehr, sehr unruhig, wenn ich im Bett liege und kann noch nicht schlafen, was jetzt nicht häufig vorkommt, weil ich eher versuche, dann abends ruhig zu sein und dann auch entspannt ins Bett zu gehen, aber das ist natürlich nicht immer der Fall. Dann hat mir auch eine Meditations-App sehr gut geholfen mit so 15 Minuten Anleitungen. Das bringt mich dann wirklich sehr gut, sehr schnell runter. Also das vielleicht noch als Ergänzung dazu.
Und Yoga mache ich natürlich, das mache ich auch schon sehr lange und das tut mir auch sehr, sehr gut. Aber das ist ja auch eher körperlich. Und in die kreative Richtung habe ich jetzt vor ungefähr halben, dreiviertel Jahr angefangen im Chor zu singen. Das ist was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und wo ich sehr froh bin, dass ich mich getraut habe, das zu machen. Ich wollte nämlich eigentlich zusammen mit einer Freundin dahin gehen und die hat sich dann aber doch dagegen entschieden. Und ich habe dann auch gedacht, oh, traue ich mich jetzt da irgendwie allein hinzugehen und mir das anzugucken. Und ich bin sehr stolz, dass ich das geschafft habe und da hingegangen bin, weil es mir sehr, sehr große Freude macht. Und beim Chorsingen denke ich wirklich an nichts anderes. Ich bin total in dem Moment, ich bin total auf Singen konzentriert und egal was an dem Tag war, ich denke da einfach nicht dran. Also das tut mir sehr, sehr gut und ist halt auch wirklich nur so 1,5 Stunden in der Woche. Also was wirklich Kleines, aber natürlich habe ich auch nicht jedes Mal Lust, dahin zu gehen, aber die Freude darauf ist dann doch auch meistens sehr groß und auch hinterher bin ich immer sehr froh, wenn ich dann hingegangen bin. Und genau, also das habe ich neu für mich entdeckt, was ich auch als Entspannung sehen würde. Und Handarbeit mache ich sehr, sehr gern. Also alles, was irgendwie so mit Handarbeit zu tun hat. Jetzt habe ich Sticken für mich entdeckt und versucht da irgendwie mich auszuprobieren. Stricken und Häkeln mache ich sehr gerne und Nähen, aber dazu muss ich auch Lust haben. Also das sind auch eher so Hobbys, die so ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen, würde ich sagen. Aber Spaß macht es mir auf jeden Fall. Wenn ich irgendwie ein neues Projekt habe, dann will ich da am liebsten die ganze Zeit dran arbeiten. Und genau, habe ich jetzt, ach so, genau, und das haben wir auch schon mal zusammen gemacht, so Töpfern. Also ich habe mal einen Töpferkurs gemacht, so einen Grundkurs und dann habe ich mir so Töpfermasse für zu Hause besorgt und habe da Sachen getöpfert, so Kerzenständer zum Beispiel. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Der Klassiker, den Aschenbecher töpfern. Genau. Ja, ich finde es voll cool, weil diese kreativen Sachen, also das ist ja auch das, was mir wirklich viel Freude bereitet und das ist was ich einfach jedem Menschen, der Lust drauf hat, was Kreatives zu machen, ans Herz legen würde, auch wenn dieser Mensch denkt, er wäre nicht kreativ. Jeder Mensch ist kreativ und man darf einfach so seine Sache finden, in der man eben Spaß hat und dann kommt dieses schöne Ergebnis in Anführungszeichen, um das es ja aber eigentlich auch gar nicht gehen sollte am Ende des Tages, kommt dann aber meistens ganz alleine. Weil du es angesprochen hattest mit dem Chor, dass du eigentlich mit einer Freundin hingehen wolltest und dann sie nicht mit wollte oder nicht mitgegangen ist und du dann so ein bisschen aufgeregt warst davor, es alleine zu machen. Und ich habe letzte Woche in der Folge drüber gesprochen, über Fülle und Erfüllung. Ich weiß nicht, ob du die angehört hattest. Und da habe ich auch so ein bisschen gesagt, dass Fülle im Leben, also Menschen wünschen sich ein erfülltes Leben und wünschen sich Fülle im Leben und es ist aber so oft nur mit positiven Sachen verknüpft. Zumindest ist es mein Eindruck und das ist voll das schöne Beispiel dafür, wenn man so an den Punkt kommt, an dem man bereit dazu ist und auch den Mut hat, ein bisschen aus seiner Komfortzone rauszugehen und was zu tun, was einem vielleicht Angst macht. Jetzt natürlich sich nicht in Gefahr bringen, aber einfach, wo man sich vielleicht nicht so wohl bei fühlt, aber man es trotzdem tut und danach dann eben dieses schöne Gefühl hat, boah, erstens mal macht es mir richtig Spaß, ich habe super viel Freude daran und dann eben auch noch dieses Erfolgserlebnis, das man hat, den Schritt gemacht zu haben, es trotzdem zu tun. Voll. Kann ich nur so unterstützen. Eine Frage, um wieder so ein bisschen auch zum Beruflichen oder zu der Überschneidung zurückzukommen. Inwiefern gibt es für dich einen Zusammenhang zwischen deiner eigenen Entspannung und dem therapeutischen Prozess? Ja, also da gibt es definitiv einen Zusammenhang. Also in Therapie geht es ja darum, dass ich versuche darauf zu achten, was Patienten in mir auslösen. Also was passiert in meinem Körper, wenn ich mit jemandem zusammenarbeite. Machen die mich unruhig, machen die mich glücklich, machen die mich wütend, also was machen die mit mir, was lösen die in mir aus. Und wenn ich da natürlich sitze und
super nervös bin, was natürlich auch mal passiert, keine Frage. Ich sitze auch in Gesprächen und bin super aufgeregt. Aber dann weiß ich, das ist meine Unruhe und kann das irgendwie dann ganz gut trennen vom Gegenüber. Ähm, aber je aufgeregter ich natürlich bin, desto weniger bin ich beim Gegenüber und desto weniger empfänglich bin ich natürlich auch für das, was mein Gegenüber mir anbietet, wahrzunehmen. Und ich bin auch der Meinung, dass ich das auch übertragen kann sozusagen. Also wenn jetzt ich super nervös bin und im Gespräch irgendwie ganz angespannt, dann merkt das mein Gegenüber auch, vielleicht nicht bewusst, aber irgendwie nimmt das Gegenüber ja auch eine Anspannung vielleicht wahr und ist vielleicht selber auch angespannt. Und deswegen versuche ich natürlich, sofern mir das möglich ist, immer sehr entspannt und sehr offen in Gespräche reinzugehen. Es gibt natürlich, wie schon angesprochen, Gespräche, wo ich auch einfach nervös bin. Aber ich versuche dann auch davor, mich irgendwie noch mit einer Atemtechnik zum Beispiel kurz so runterzubringen und auch mir zu sagen, es ist in Ordnung, dass ich nervös bin. Es ist jetzt irgendwie auch ein aufregendes Gespräch vielleicht. Aber dann gehe ich meistens ein bisschen ruhiger in das Gespräch und kann dadurch auch das Gegenüber sozusagen, ich will nicht sagen mitregulieren, aber ich habe dann so eine Entspannung oder bringe eine Entspanntheit in den Raum und hoffe dadurch, dass das Gegenüber auch einfach sich ein bisschen besser fallen lassen kann, ein bisschen entspannter ist und nicht so super angespannt und aufgeregt. Also ich versuche das schon so ein bisschen damit zu regulieren, wenn das jetzt verständlich war, was ich meine. Ja, ja. Boah, ich würde schon Co-Regulation nennen, auf jeden Fall. Ist Ja, ja, klar. also deine Entspannung zu übertragen, ist ja schon eine Form der Co-Regulation. Ja, Also ist ja auch deine Aufgabe als ja, Therapeutin. genau. Und ich glaube, das Wichtige ist auch in dem therapeutischen Prozess immer wieder zu merken, okay, wie geht es mir gerade? Das ist ja mit das Wichtigste und ich glaube auch das Anspruchsvolle in Therapie, dass wir so mehrere Bahnen gleichzeitig fahren. Also wir haben irgendwie diese Ebene oder mehrere Ebenen oder ich weiß nicht, was ein gutes Bild dafür ist. Ähm, Wir haben so die Ebene Patient, wie geht es dem Patienten? Dann haben wir die Ebene, wie geht es mir gerade aktuell? Dann haben wir die Ebene, was sage ich als nächstes zu dem, was der Patient gerade erzählt? Also wie kann ich das irgendwie gut aufnehmen? Und als letzte Ebene, ähm, genau, wie geht es uns gemeinsam in dem Raum hier? Also da laufen ja so viele Dinge parallel ab in Therapie. Also viele denken ja auch, man sitzt da und man redet halt miteinander, aber es ist ja eine anstrengende Arbeit, die ich da mache, den Patienten wahrzunehmen, zu validieren, zu verstehen, darauf einzugehen, was die Person mir erzählt, meine Haltung, mein Menschenbild zu repräsentieren, mit dem ich in Therapie reingehe, mich selber zu regulieren, wenn Patienten mir Dinge erzählen, die zum Beispiel sehr, sehr traurig sind. Also es passiert mir auch mal, dass mich eine Traurigkeit überkommt und ich auch teilweise Tränen in den Augen habe, wenn Menschen mir was sehr, sehr Schlimmes erzählen, was sie irgendwie erlebt haben. Ich breche da jetzt nicht in Tränen aus, das nicht, aber ich merke dann schon, das berührt mich sehr. Und das bringe ich zum Beispiel dann auch manchmal in den Kontakt, dass ich dann sage, oh, was Sie mir hier erzählen, das berührt mich sehr. Und ich hatte sehr viel Sorge davor, wie gehen Patienten damit um, wenn ich irgendwie auch Tränen in die Augen bekomme, wenn die mir was erzählen. Und meistens ist es sehr, sehr schön, was dann passiert, weil sie merken, okay, wow, das Gegenüber ist wirklich berührt und es muss wirklich auch vielleicht was Schlimmes oder Trauriges sein, was mir da passiert ist. Und für mich ist es natürlich auch immer ein wichtiges diagnostisches Instrument, dass Patienten spürbar sind. Es gibt auch Patienten, die schlimme Sachen erzählen, aber die kommen emotional nicht bei mir an. Und das gibt es immer wieder. Und das ist dann für mich einfach auch wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass man daran vielleicht arbeitet, woran liegt es, dass die emotional nicht spürbar sind. Und das ist dann eben auch wichtig für mich zu realisieren, okay, da ist jemand spürbar für mich und das ist was Trauriges und die Person kann das selbst auch spüren, wie schrecklich das ist und vielleicht nicht indem sie weint, aber vielleicht indem, wie sie es erzählt und man merkt, innerlich spürt sie diese Trauer, aber die kann noch nicht rauskommen zum Beispiel. Also da sind sehr viele Ebenen, die parallel ablaufen und ich muss immer wieder gucken, wie geht es mir gerade und wie geht es dem Patienten und wie gehe ich damit um. Wenn du jetzt beispielsweise ein Gespräch hast und dann ist ja nicht viel Pause dazwischen bis zum nächsten Gespräch. Das kennt man ja, wenn man vielleicht selber auch schon mal beim Arzt, muss man ja gar nicht zum Therapeut gehen. Das ist halt ein sehr straffer Zeitplan. Wie gehst du damit um in der kurzen Pause,
das zu verarbeiten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen? Hast du irgendwie eine bestimmte Technik, das von dir abzuschütteln? Oder wie kannst du für dich dann auch in das nächste Gespräch gehen, wieder neutral? Ja, ich glaube, das wird mich mein ganzes Berufsleben lang beschäftigen, diese Frage. Und ich glaube, der erste Schritt ist, jetzt gerade habe ich noch die Freiheit, meine Termine natürlich in der Woche so zu planen, wie ich das möchte. Später, wenn ich ambulant behandle, dann habe ich natürlich einen Patienten nach dem anderen, 50 Minuten, 10 Minuten Pause und dann geht es weiter. Und das manchmal 5, 6, 7 Mal hintereinander. Also das ist schon was ich mich auch frage, wie ich das später machen werde, einfach weil man ja auch Dinge dokumentieren muss für Patienten. Und wenn man dann 50 Minuten hat und dann überzieht man vielleicht mal noch 1, 2 Minuten und das sind ja heilige Minuten, weil von 10 Minuten, wenn 2 Minuten fehlen, dann fällt schon mal irgendwas weg. Da muss man vielleicht dokumentieren, man muss mal kurz den Raum lüften, man muss vielleicht mal auf Toilette was trinken und dann sind halt locker 10 Minuten schon wenn nicht sogar mehr eigentlich. Also das ist was mich sehr beschäftigt, wo ich aber jetzt gerade noch nicht so mit zu tun habe, weil ich eben in der Klinik meine Patienten auch gut planen kann. Also planen ist natürlich sehr, sehr wichtig im Vorhinein. Ich plane mir maximal 3 Gespräche hintereinander, aber wirklich maximal, eigentlich am liebsten nur 2. Also ich habe ein Gespräch, eine Pause und dann noch eins und dann ist vielleicht eine Mittagspause oder irgendwas anderes auf dem Plan. Also vorarbeiten, dass es gar nicht dazu kommt, dass es zu stressig ist in der Pause. Und dann ist es für mich ganz wichtig, auf Toilette zu gehen tatsächlich, weil ich dann viel entspannter in der Stunde sein kann. Manchmal sage ich auch zu Patienten, wenn es zum Beispiel schon, keine Ahnung, angenommen, ich habe um 13 Uhr ein Gespräch und die sitzen schon vorm Raum, dass ich sage, ich gehe mir noch schnell was zu trinken holen auf Toilette, ich bin gleich da und dann hänge ich einfach 3 Minuten hinten dran. Aber das ist dann für mich wichtig, also dass ich auch einfach für mich einstehe und sage, ich brauche noch ganz kurz, ich bin gleich da und für die ist das meistens ja auch kein Problem, wenn man das kommuniziert. Und 2 Dinge, die ich aber mache, meistens in Pausen, ist tatsächlich einfach mal nur 5 Minuten auf dem Stuhl zu sitzen. Also, dass ich die Tür schließe in meinem Raum, der ist nämlich meistens offen. Wenn ich kein Gespräch habe, ist meine Zimmertür eigentlich immer offen. Dann setze ich mich auf meinen Stuhl, mache die Tür zu und mache wirklich kurz eine Atemtechnik oder starr an die Decke oder versuche einfach runterzukommen und in mich reinzuspüren. Also wirklich einfach kurz nichts zu tun, weil früher hätte ich dann in Pausen irgendwie noch möglichst viel erledigt. Früher habe ich noch dokumentiert in Pausen. Das mache ich jetzt auch nicht mehr, weil die Zeit einfach, die ist mir zu wichtig, die nutze ich lieber für mich selbst. Und was mir als zweites, was ich sehr für mich entdeckt habe, ist, meinen Kopf aus dem Fenster zu halten. Also ich mache dann jedes Fenster auf nach jeder Stunde und ich strecke einfach meinen Kopf aus dem Fenster und atme einfach ein paar Mal tief ein und aus und versuche einfach das so loszuwerden, was mich beschäftigt. Also es ist wirklich einfach den Kopf aus dem Fenster halten. Das mache ich sehr gern. Und manchmal sehe ich dann im Gebäude gegenüber jemanden, der das auch macht und dann freue ich mich. Kann man sich kurz connecten. Ja, so, geschafft. Ja. Und wenn ich sehr gestresst bin, also wenn ich eine Stunde hatte, die unglaublich körperlich anstrengend war oder emotional anstrengend, dann hüpfe ich auf der Stelle. Also ich springe dann so im Raum rum und schüttel das so von mir ab. Das habe ich auch für mich entdeckt. Also wirklich sich kurz körperlich abreagieren und wenn es nur, keine Ahnung, eine Minute ist, einfach kurz auf der Stelle hüpfen, sich schütteln, das Loswerden, das hilft auch manchmal schon sehr, sehr gut. Ja. Ich mache das manchmal, wenn ich Gespräche hatte, einfach Allgemeingespräche, die nicht gut waren oder anstrengend oder so, dass ich danach wie aus so einem Kreis raustrete. So, ich gehe jetzt aus dieser Situation und lasse diese Situation hinter mir. Und das ist sieht lustig aus, wenn man das macht, aber es hilft richtig gut, weil es ist wirklich so ein bewusstes Entscheiden, dass ich mich jetzt löse von dem, was auch immer da davor war. Genau, oder zum Beispiel in der Familienrekonstruktion hat man ja so Rollen übernommen von anderen Personen und da haben sie immer gesagt, man soll den Hut absetzen, also wie als hätte man einen Hut auf und den bewusst abnehmen und abstellen oder an den Kleiderhaken hängen, an den imaginären, also wirklich sowas Bildliches, einfach oder Symbolisches, so loslösen, aus dem Kreis treten, abschütteln, das hilft wirklich schon sehr, sehr gut.
Wie ist es denn? Weil wir haben es ja vorhin auch mal so ein bisschen vom Stress gehabt. Ich meine, zu dir kommen jetzt natürlich Patienten und Patientinnen, die psychische Krankheiten, psychische Störungen haben, auch in irgendeiner Form natürlich in sehr extremer Ausprägung. Also da spricht man ja jetzt nicht von, in Anführungszeichen, dem durchschnittlich normalen Menschen, ohne dass ich irgendwas als normal definieren möchte, aber you get the point. Welche Ja. welche Rolle spielt Stress im Alltag, ganz losgelöst von irgendwelchen Befunden und Diagnosen, aber welche Rolle spielt Stress im Alltag bei den Patientinnen und Patienten in Bezug darauf, die Thematik zu verschlimmern? Oder spielt es keine Rolle? Was würdest du da sagen, deiner Meinung nach? Ähm, hm, muss ich kurz drüber nachdenken? Mhm. Lass dir Zeit. Mein erster Gedanke war gerade, ich weiß nicht, ob der Stress das Problem ist oder ob der fehlende Ausgleich das Problem ist. Also wir haben einfach viele Patienten, die, ähm, weiß ich nicht, die haben zum Beispiel schon Familie, dann arbeiten beide oder ähm, da sind einfach viele familiäre Konflikte oder so. Also klar, Stress hat jeder, Stress haben alle Menschen, auch, also ob die jetzt bei mir in der Klinik sind oder nicht. Aber also wie auch schon am Anfang gesagt, so das Wichtigste, eine der wichtigsten Dinge, die wir Patienten vermitteln, jetzt nicht nur ich, sondern auch meine KollegInnen, ist den Ausgleich zu haben, Entspannung zu haben, Selbstfürsorge. Selbstfürsorge ist Thema Nummer 1 eigentlich bei uns. Wie können die sich was Gutes tun? Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Also es geht ganz viel darum, denen auch Möglichkeiten aufzuzeigen, was sie tun können. Also ich glaube, es geht weniger um den Stress, sondern mehr darum, dass Menschen keine Ideen haben oder das einfach nicht so einen hohen Stellenwert auch in der Gesellschaft hat, dass man sich selbst was Gutes tun darf. Also dass es erlaubt ist, auch für sich selbst zu sorgen. Und es geht wirklich ganz, ganz viel um Selbstfürsorge. Das ist vor allem bei Männern, ist jetzt vielleicht auch sehr klischeehaft, gerade haben wir unglaublich viele Männer auf Station, das ist wirklich irgendwie besonders. Da ist das ja gar kein Thema. Also wie uncool ist es denn, für sich selbst zu sorgen und dass die dann merken in diesem Umfeld, das ist voll okay und es ist was Cooles und man darf das und es ist wichtig. Das ist halt schön zu sehen, dass sich da dann auch was verändert. Das ist ja aber auch einfach das gesellschaftliche Bild. Du hast es ja vorhin auch schon erwähnt, sehr leistungsorientiert. Wir leben im Kapitalismus oder in einem kapitalistischen System, wo je mehr ein Mensch leistet, desto mehr wert ist er quasi. Und man sieht es ja einfach auch an den Personengruppen, die nichts dazu beitragen, also Kinder und alte Menschen, sage ich jetzt mal, die sind dann halt auch egal. Also da wird ja einfach nicht so viel reingesteckt. Und das ist, glaube ich, auch so ein Gedanke, der halt gerade in der Gesellschaft auch ankommt. Vielleicht ist deswegen auch die Zahl der Männer so hoch, weil sich da was tut und Leute dahinter kommen und ihnen bewusst wird, dass es halt so nicht funktioniert. Aber man ist einfach in diesem Kasten drin und überhaupt sich erstmal bewusst darüber zu werden, was sind denn die Auslöser, warum geht es mir denn, wie es mir geht, was kann ich dagegen tun, so, wo ist auch meine Verantwortung, was zu verändern. Das ist halt, glaube ich, was gerade sehr, sehr viel passiert innerhalb von der, also ja, innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der sozialen Gefüge. Ja. Wenn du jetzt über Achtsamkeit nachdenkst, wie würdest du jemandem erklären, was Achtsamkeit ist, der noch nie was davon gehört hat oder der nicht weiß, was es bedeutet? Oder was bedeutet Achtsamkeit für dich? Fragen wir vielleicht so rum. Über die Frage habe ich lange nachgedacht, als ich die bekommen habe. Und habe mich gefragt, wie soll man denn das beschreiben? Das ist ja, ich finde auch, dass Achtsamkeit so ein, ich weiß nicht, ob es inflationär benutzter Begriff ist oder dass ich schön finde, dass so viele Menschen über Achtsamkeit sprechen. Aber ich habe das Gefühl, der ist schon sehr ausgenutzt, dieser Begriff. Und ich habe dann für mich, also meine Definition von Achtsamkeit wäre, dass es bedeutet, sich zu spüren, körperlich und psychisch. Also dass man, also diese Achtsamkeit im Moment sein bedeutet ja bei sich selbst sein und wahrzunehmen, wie es einem geht, wie geht es dem Körper, wie geht es einem gefühlstechnisch, wie ist so einfach das Befinden gerade. Und das
kann man ja auch einfach so einen kurzen Check-in mit sich immer wieder am Tag auch machen. Ich glaube, dann einfach ganz kurz in einem Moment sehr präsent sein, weil man überlegt, wie geht es mir jetzt, gerade hier und jetzt. Und ich glaube, das ist Achtsamkeit, also sich körperlich und psychisch zu spüren in bestimmten Momenten. Finde ich richtig schön zusammengefasst, ja. Ich hätte es anders formuliert, aber ähnlich empfunden. Der Check-in gerade, der du gesagt hast, da fällt mir was Schönes ein, was ich mal von jemandem gehört habe. Ich habe das selber eine Zeit lang probiert, aber bei mir hilft das jetzt nicht so gut, aber vielleicht einfach so generell als Impuls, so einen kleinen Wetterbericht über sich selber zu machen. Das fand ich eine richtig coole Idee. Also einfach so 3-4 Mal am Tag kurz innezuhalten, 2-3 Mal tief ein- und auszuatmen und sich zu überlegen, wie ist denn gerade meine Stimmung? So sonnig, bewölkt, Gewitter, Tornado. Und so kann man sehr bildhaft, aber auch sehr schön und treffend seine eigene Stimmung oder seinen eigenen Punkt, an dem man gerade steht, reflektieren und dann auch entsprechend, wie du angesprochen hast, sagen, okay, jetzt geht es mir gerade nicht gut. Ich nehme mir ein paar Minuten, um mir irgendwas Gutes zu tun, um für mich gut zu sorgen, dass es mir danach zumindest nicht schlechter geht. Ja, das ist auch was sehr Systemisches. Wir machen mit sehr bildhaften Metaphern, versuchen wir häufig die Stimmung zu beschreiben. Und das kann zum Beispiel eben auch, wie du angesprochen hast, das Wetter sein oder welchen Buchtitel würde ich meinem Tag oder meiner Stimmung gerade geben oder welcher Zeitungsartikel würde gerade ganz vorne auf der Zeitung stehen oder welche Farbe hat meine Stimmung, also so einfach mit so Symbolen oder bildhaften Vorstellungen irgendwie so die Stimmung zu beschreiben. Ich fand es gerade witzig, dass du es mit dem Wetter ansprichst. Ich habe nämlich mal selber, bin jetzt künstlerisch, also mit Malen nicht so begabt, würde ich sagen. Es macht mir trotzdem manchmal Spaß. Und ich habe so Bildkarten gemalt mit dem Wetter. Und da ist so Regenbogen, Gewitter, Sonne, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, bewölkt, neblig, so das Wetter so dargestellt. Und manchmal benutze ich das dann als Einstieg für die Gruppe, also dass ich die Karten auslege und dann darf jeder Patient, jede Patientin sich eine Karte auswählen und eben beschreiben, warum es der Person gerade so geht mit dem Wetter. Also das benutze ich auch in Therapie. Ja, es ist eine sehr einfache Methode. Es öffnet so ein bisschen das Gespräch auch, weil Menschen was damit anfangen können. Und es ist halt verrückt, auch immer wieder zu merken, wie schwer es Menschen fällt, ihre aktuellen Gefühle zu beschreiben, weil wir es einfach nicht lernen. Also auch diese Abstufungen so. Man ist nicht immer wütend, manchmal ist man auch verärgert oder manchmal ist man irgendwas dazwischen. Aber das ist was ich oft gemerkt habe, dass Menschen super große Schwierigkeiten haben, ihre aktuellen Gefühle wirklich zu benennen als das, was es ist, was sie auch empfinden. Oder wenn man Leute fragt, wie geht's dir? Gut. Aber gut ist ja gar kein Gefühl. Gut ist ja ein Zustand. Deswegen ist das eben eine sehr schöne Möglichkeit. Und Voll. das bringt mich... Und das hilft gerade, Entschuldigung, ja. Sprich gerne aus, ich wollte schon zur nächsten Frage übergehen. Achso, ich wollte nur sagen, das ist ja gerade bei unseren Patienten so, dass das Thema Gefühle nicht gerade so super gut läuft und dann sind eben diese Bildkarten zum Beispiel, es gibt auch andere Bildkarten mit verschiedenen Motiven, wo man dann einfach ein Motiv auswählen kann, was einen anspricht. Das hilft dann einfach so eine Brücke zu bauen, dass sie irgendwie was zu sich sagen können, ohne dass sie jetzt Gefühle benennen müssen, weil sie darin einfach nur nicht so gut sind. Ja. Das leitet mich auch schon direkt über zu der nächsten Frage. Wie würdest du Menschen ermutigen, regelmäßig Entspannungstechniken oder Achtsamkeitstechniken in ihren Alltag zu integrieren? Weil wir leben ja schon in einer sehr, sehr hektischen Welt, wie wir jetzt ein paar Mal angesprochen haben. Ja, und ich glaube, genau damit würde ich auch arbeiten. Ich würde sagen, dass es nicht lange dauern muss. Also es kann man sehr gut einfach mitten am Tag irgendwann schnell einbauen. Es muss nicht lange dauern, eine Achtsamkeitsübung zu machen. Also man muss jetzt sich nicht 3 Stunden Zeit nehmen oder auch eine halbe Stunde für eine PMR-Übung zum Beispiel. Man kann auch einfach irgendwas anderes machen, was schnell geht und einem aber sehr schnell sehr gut tut. Also ich glaube, ich würde gerade damit Patienten oder Menschen auch ein bisschen motivieren, einfach zu sagen, es dauert nicht lange, es kann aber sehr schnell helfen. Und man kann es überall machen, überall einbauen. Also ich glaube, ich würde da gerade so ein bisschen drauf anspringen, tatsächlich. Und hast du, wenn jetzt jemand sagt, naja, ich tue mich echt schwer damit,
da irgendwie reinzufinden? Hast du irgendeinen Tipp, entweder jetzt professionell aus deiner Arbeit oder auch privat, weil du es selber kennst? Hast du einen Tipp für jemanden, der sich schwer tut, in die Entspannung und in die Achtsamkeit zu kommen? Ja, also zum Beispiel gerade auch bei der Atemtechnik, wenn ich die Patienten vorstelle, also die 4 zu 6, das ist ja nur eine von gefühlt 8 Milliarden Atemtechniken, die man machen kann. Dann sage ich auch immer, Sie müssen jetzt nicht 4 Sekunden ein- und 6 Sekunden ausatmen, sondern probieren Sie das schon an Ihren Atem anzupassen. Es gibt Patienten, die vielleicht nur 3 Sekunden ein, aber dafür 8 Sekunden ausatmen können, zum Beispiel. Also ich habe zum Beispiel auch mal jemanden gehabt, was hat denn die Person gesagt? Sie macht irgendwie eine Atemtechnik, aber das ist super anstrengend. Und dann habe ich auch so gesagt, aber warum machen Sie es denn dann? Weil Sie müssen sich ja nicht dazu zwingen, das zu machen. Also es soll ja Spaß machen und es soll gut tun und nicht anstrengend sein. Also ich würde einfach alle dazu ermutigen, sich auszuprobieren. Mit zum Beispiel gerade jetzt das Atemtechnik-Beispiel finde ich einfach immer das Einfachste, mit den Sekundenzahlen sich auszuprobieren. Man kann auch nach dem Einatmen eine Pause machen und dann ausatmen und eine Pause machen. Vielleicht tut einem das gut, wenn nicht, dann macht man es nicht. Also wirklich einfach sich auszuprobieren, sei es jetzt in der Atemtechnik selber oder sei es bei verschiedenen Techniken. Also einfach für sich ganz, ganz viel auszuprobieren und zu schauen, was passt zu mir und was fühlt sich leicht an einzubauen und nichts zu machen, was irgendwie super aufwendig ist, wo man jedes Mal denkt, oh, das habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also einfach sich auszuprobieren, verschiedene Sachen kennenzulernen und für sich dann, was weiß ich, die zum Beispiel auch aufzuschreiben für sich in Kategorien. Die dauern unter 5 Minuten, die dauern unter 10 Minuten und die dauern eine halbe Stunde. Und dann kann man gucken, wie viel Zeit habe ich gerade, was möchte ich davon machen, wenn das hilfreich ist. Vielleicht kann man sich auch im Kopf Notizen machen, man muss es ja nicht auch gleich aufschreiben, aber einfach sich auszuprobieren, egal in welcher Form das ist. Und wie auch ich jetzt gemerkt habe, vielleicht ist Sport einfach gerade für mich hilfreicher, als dann mich hinzulegen und eine PMR-Übung zu machen. Also ja, einfach flexibel bleiben und sich, sich selbst kennenlernen, sich selbst überraschen und sich zu nichts zu zwingen. Und wenn was nicht passt, dann passt es nicht und dann ist es auch in Ordnung. Aber vielleicht auch nicht nach dem ersten Mal gleich aufgeben, vielleicht einfach dranbleiben und das ein paar Mal ausprobieren und dann, wenn es nichts ist, ist es in Ordnung und dann probiert man was Neues aus. Also ich glaube, das wäre mein Tipp. Ja, ja, finde ich schön. Neugierig bleiben und wie du sagst, sich auch selber zu erlauben, dass es sich halt verändern darf, weil man entwickelt sich ja dann auch weiter und vielleicht hilft die Atemtechnik am Anfang mega gut und man braucht sie irgendwann nicht mehr, weil man dann Ja, aus diesem State raus ist und okay, danke, dass du bis hierhin geholfen hast und jetzt mache ich halt was anderes, weil mir das jetzt viel mehr hilft als das davor. ja, genau. Und es gibt ja auch ein unendliches Feld an Möglichkeiten und Dingen, die man tun kann. Ich habe jetzt am Wochenende wieder gepuzzelt, diese Mini-Puzzles, die du mir ja zu Weihnachten geschenkt hast. Mhm. Was ich auch so eine coole Sache finde, das sind so ganz kleine Puzzle. Ich glaube, die haben 99 Teile, wenn ich es gerade richtig Mhm. im Kopf habe. Aber so Mhm. ganz kleine, das ist wie so fast schon diese Überraschungseier-Puzzles von früher. Und das geht halt schneller als ein 5000 Teile Puzzle. Und für mich ist es richtig cool, weil ich mag das beispielsweise bei Puzzeln, wenn die abgeschlossen sind. Und ich liebe es auch 5 Stunden am Stück sowas zu machen. Aber im Alltag ist es halt dann schwierig. Und deswegen sind diese kleinen Puzzle super cool, weil die dauern so 20 Minuten oder eine halbe Stunde, glaube ich. Mhm. Und dann kann man sich da einfach gezielt eine halbe Stunde Zeit nehmen. Und dann ist es auch cool. Dann hat man das danach gemacht, sieht ein Ergebnis. Also bei mir ist es sehr ausschaltend mit dem Puzzeln, weil man sich einfach so darauf konzentriert, diese gleich aussehenden Teile zusammenzusuchen. Und ich habe es im Dunkeln gemacht, also extra hohes Level an Schwierigkeit, weil irgendwann sehen die Teile sehr gleich aus. Genau. Aber ja, eben diese Neugier zu behalten, das war jetzt auch so ein bisschen das, worauf ich raus wollte. Sich auszuprobieren und auch immer wieder neue Sachen vielleicht zu machen, vielleicht auch mal mit jemand mitzugehen, der irgendwie ein cooles Hobby hat oder so und zu gucken, ja, passt es zu mir? Und wenn nicht, okay, dann Ja, halt nicht. ja. Mm, Ich hätte jetzt noch eine kleine Frage zum Beruflichen.
Beziehungsweise, ja, es ist auch so ein bisschen eine Mischung, aber kannst du oder möchtest du vielleicht eine Geschichte teilen, wo du gesehen hast, wie sich durch Anwenden von regelmäßigen Entspannungstechniken im Leben eines Patienten oder einer Patientin was sehr positiv ausgewirkt hat? Also was du auch mitbekommen hast, wo du sagst, okay, das war so mein Impuls, den ich dieser Person gegeben hat und es hat dieser Person sehr gut geholfen. Mhm. Ich glaube, ich habe das Beispiel vorher auch schon mal angesprochen oder mit einfließen lassen, aber ich kann es auch gern noch mal erwähnen. Also das war eine Patientin, die schon seit, ich glaube, 2, 3 Tagen die ganze Zeit das Gefühl hatte, eine Panikattacke zu haben und die Person hatte noch wenig Techniken an der Hand, die irgendwie helfen könnten. Und wir haben dann eben gemeinsam eine Atemtechnik ausprobiert und die Person hat dann auch gemeint, ah ja, das kennt sie auch noch von einer Sportart, die sie früher mal gemacht hat. Daran hat sie sich dann auch erinnert und dann haben wir eben gemeinsam diese Atemtechnik gemacht und mit den meisten Patienten hat das jetzt nicht sofort einen Effekt gehabt, aber bei dieser Person hatte ich dann das Gefühl, dadurch, dass sowas sich erinnert wurde, der Körper kannte das irgendwie schon, hat es dann innerhalb von diesen paar Minuten schon die Person beruhigt und runtergebracht und wir konnten dann auch im Therapieprozess weitermachen, weil das geht ja auch nicht, wenn jemand in so einem super gestressten Zustand ist, da irgendwie dann Therapie zu machen. Und das war, glaube ich, somit das krasseste Beispiel. Aber klar auch so Kleinigkeiten, dass ich Patienten sowas mitgegeben habe in einer Stunde und dann kamen sie das nächste Mal und haben gesagt, ah ja, das hat mir eigentlich ganz gut getan. Und dann freue ich mich immer, wenn sie das mir erzählen. Aber das war somit eines der krassesten Beispiele, glaube ich. Ja, du hast es ja dann auch direkt gesehen. Das ist schon Ja, genau. schön zu sehen, wenn man bei anderen Menschen was bewirkt oder wenn man sie inspiriert zu irgendwas. Ja. Ja, cool. Wir sind jetzt schon über eine Stunde inzwischen. Deswegen glaube ich, würde ich das jetzt für diese Folge hier abschließen, so ein bisschen, zumindest den inhaltlichen Teil, weil es auch sehr viele Informationen waren, dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen das alles ein bisschen sacken lassen können. Ja. Wir beide werden uns höchstwahrscheinlich noch ein paar Mal sprechen, denke ich mal, weil die Caroline ist nämlich auch meine Expertin, was das Waldbaden angeht und ich würde sehr, sehr gerne dazu mit dir noch mal eine separate Folge aufnehmen. Hättest du denn Lust, vielleicht kurz in 2, 3 Sätzen ein bisschen was zu Waldbaden zu sagen? Einfach, dass alle auch wissen, worauf sie sich denn einlassen oder worauf sie sich freuen dürfen, weil ich finde, Waldbaden ist mit einer der schönsten Dinge, die man überhaupt tun kann. Ja, also Waldbaden ist nicht, was manche Menschen schon mal mich gefragt haben, man geht ins Wasser im Wald, also da gibt es einen See im Wald und man geht da baden, sondern man badet in der Atmosphäre des Waldes sozusagen. Also es ist ein achtsames durch den Wald gehen und mit allen Sinnen sich mit dem Wald zu verbinden und in Kontakt zu treten, so mal ganz grob gesagt. Und da kann man dann eben verschiedene Übungen machen im Wald, um sozusagen sich zu entspannen, um runterzukommen und die Atmosphäre des Waldes aufzunehmen. Und es geht darum, das alles sehr, sehr, sehr langsam zu tun. Also das Gegenteil von dem, was die meisten Menschen wahrscheinlich im Alltag tun. Und es ist auch gar nicht so einfach, Dinge absichtlich langsam zu machen. Genau, darum geht es so ganz grob zusammengefasst. Ja, es ist ja achtsam. Also am Ende ist ja Achtsamkeit, dieses Langsame und man geht achtsam durch den Wald und nimmt Dinge achtsam wahr. Es ist eine Entspannungstechnik aus Japan, wenn ich es richtig weiß, oder? Ja. Genau, Shinrin-yoku heißt, also ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche auf Japanisch, ich kann kein Japanisch, aber mit deutscher Schrift oder unseren Schriftzeichen heißt es dann Shinrin-yoku, genau, kommt aus Japan und ist so langsam zu uns rübergeschwappt. Also wenn du da Lust drauf hast, da würde ich richtig gerne nochmal in einer einzelnen Folge mit dir drüber sprechen, weil ich finde, das ist schon eine sehr, sehr gute Möglichkeit für Menschen, die gerne spazieren gehen, für Menschen, die gerne im Wald sind, da noch so diesen Aspekt der bewussten Entspannung durch diese Technik mit reinzubringen. Ja, sehr gern, bin ich dabei. Sehr schön. Damit sind wir am Ende dieser
wunderbaren Folge vom Hammock Hangout angekommen. Danke, liebe Caroline, dass du da warst und vielen Dank für deine Ja, Zeit. vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es hat mir auch sehr Spaß gemacht, die ganzen Fragen zu beantworten. Und ich würde mich freuen, mal wieder dabei zu sein. Ja, das bekommen wir auf alle Fälle hin. Und wenn du jetzt noch Fragen hast an mich oder an Caro, wenn du irgendwas mit uns teilen möchtest oder sonstige Dinge da sind, die du loswerden möchtest, dann schreib mir per Mail, per Instagram. Ich werde alle Sachen in die Shownotes packen, wie immer. Und ansonsten hören wir uns ganz bald wieder. Ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende, wo auch immer du gerade bist, was auch immer du gerade tust. Pass auf dich auf, bleib gesund und bis ganz bald. Bis bald. Tschüss.